Willkommen zu meinem neuen Video. Die Nintendo Switch 2 ist real, die ersten Infos dazu haben es in sich und sorgen für Wirbel in der Gaming-Welt. Nicht nur das Design ändert sich, auch die Spielebibliothek bekommt einen riesigen Schub. Neue Titel, altbekannte Highlights mit Upgrades, sogar Third-Party-Überraschungen. Und ganz kurz vorweg, das hier ist eines meiner ersten Videos mit Stimme, also seid ein bisschen nachsichtig, wenn noch nicht alles zu 100% rund klingt. Ich gebe mir Mühe, besser zu werden und freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Starten wir mit den ganz neuen Games, denn hier hat Nintendo echt abgeliefert, oder? Mario Kart World kombiniert klassische Rennspielelemente mit frischen Ideen wie Open World und neuen Modi. Ein spannendes Highlight für die Switch 2. Schaut selbst! Was denkt ihr über Mario Kart World? Schreibt es direkt mal in die Kommentare. Donkey Kong Bonanza. Endlich ein neues Donkey Kong. Es erwartet uns ein 3D-Action-Adventure mit zerstörbaren Umgebungen, kreativer Fortbewegung und vielen Sammelobjekten. Ich habe bis jetzt nicht viele Spiele mit Donkey Kong gespielt. Dennoch mag ich den Humor von Donkey Kong. Das wird sicher ein witziges Abenteuer. Hyrule Warriors. Die Chroniken des Siegels. Ein Warriors-Game mit neuer Storyline, vermutlich im Zeitalter vor Breath of the Wild. Es geht um das mysteriöse Siegel und vielleicht sogar eine alternative Zeitlinie. Das schreit nach fetten Kämpfen und massiven Bossfights. The Dustbloods. Ein düsteres neues Franchise mit einem Vampir- oder Gothic-Setting. Viel weiß man noch nicht, aber visuell erinnert es ein bisschen an Castlevania trifft Bayonetta. Ich bin gespannt, ob das ein Story-Fokus oder eher ein Action-Game wird. Tears will flow for one, and one alone. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Ja, tatsächlich. CD Projekt bringt das Game auf die Switch 2, inklusive dem Phantom Liberty DLC. Das geht natürlich nur dank neuer Hardware. Wie gut es läuft, keine Ahnung. Aber allein, dass es kommt, ist ein Statement. Engaging stories when Cyberpunk 2077 Ultimate Edition comes to Nintendo Switch 2 on launch day. Kommen wir nun zu den Spielen, die ein kostenpflichtiges Upgrade auf der Nintendo Switch 2 erhalten, also quasi Switch 2 Editions. Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, beide bekommen laut Infos verbesserte Auflösung, stabilere Framerates und schnellere Ladezeiten. Besonders bei TOTK ist das dringend nötig, oder? Plus, the load times when warping are much faster, helping you explore Hyrule with ease. If you already own the Nintendo Switch games, your save data can be carried over. On top of that, you can now create 2 manual save data files, so feel free to start a new game. Kirby und das vergessene Land kommt mit dem DLC Sternensplitterwelt. Ein Bonusabenteuer mit neuen Leveln, Power-Ups und Coop-Optionen. Also mehr Inhalt und bessere Technik. Pokémon Legenden ZA. Der neue Kalos-Ableger spielt in einem futuristischen Lumios City. Fokus auf Mega-Entwicklung, städtische Open-World-Zonen und Story rund um Zygarde und AZ. Habt ihr Bock drauf? Ich hab da richtig Bock drauf. You can enjoy your adventure in Lumio City with enhanced resolution and frame rates. Metroid Prime 4 Beyond. Der Titel wird exklusiv für die Switch 2 aufpoliert,
bietet uns eine neue Engine, cineatische Story und ein First-Person-Gameplay in 60 FPS bei 4K HDR im Quality oder 120 FPS bei 1080p im Performance-Mode. Choose from these two modes, both of which support HDR, based on your preference and playstyle. Super Mario Party Jamboree bietet uns mehr Minispiele, neue Spielbretter und Online-Turniere. Dieses Upgrade bringt echt Schwung rein. Es verbindet Kameraplay und neue Funktionen wie die Maussteuerung miteinander. Partyabende sind safe gesetzt. Enjoy the thrill of these intuitive minigames. How quickly can you reach the... Zum Glück sind nicht alle Upgrades kostenpflichtig. Einige Titel bekommen tatsächlich ein kostenloses Switch 2 Upgrade. Unter anderem Super Mario Odyssey mit schnelleren Ladezeiten, 4K Optimierung im TV-Modus und eventuell sogar mit der neuen Game Share-Funktion. Super Mario Bros. U Deluxe. Flüssigeres Gameplay, bessere Farben. Zelda, Link's Awakening und Echoes of Wisdom. Mehr Details, klareres Bild. Pokémon Karmesin und Purpur, Bugfixes, Performance Boost und flüssigere Kämpfe. With enhanced graphics and seamless world transitions, und bei Hogwarts Legacy bleibt spannend, vielleicht bekommen wir da auch noch ein kostenloses Upgrade. Switch 2 give you even more ways to experience the adventure. Discover the enhanced magic when Hogwarts Legacy launches on the same day as Switch 2. Ich sag's ehrlich, für manche Spiele würde ich zahlen. Zum Beispiel Zelda, Kirby oder Hogwarts. Da steckt wirklich was drin und ich habe sie alle noch nicht durchgespielt. Aber wenn ich jedes einzelne Upgrade kaufen müsste, wird's halt echt teuer. Wie seht ihr das? Findet ihr es fair, für mehr Grafik und Performance nochmal Geld auszugeben? Oder sollte das bei vorhandenen Spielen einfach drin sein? Und welches Spiel reizt euch persönlich am meisten auf der Switch 2? Mario Kart World, Legend ZA, Hyrule Warriors oder etwas ganz anderes? Haut's in die Kommentare, ich freue mich auf eure Meinungen. Und weil ich gerade erst mit Voice Video starte, wenn ihr Feedback habt, sagt mir ruhig Bescheid. Was gefällt euch, was kann ich besser machen? Ich will mit jedem Video ein Stück besser werden. Im nächsten Video schauen wir uns die Switch 2 an. Was kann die neue Hardware wirklich? Wie sieht sie aus? Welche Features gibt's? Und lohnt sich der Umstieg? Also wenn euch das interessiert, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, ihr kennt das Spiel. Ich freue mich jedenfalls auf entspannende Abende mit Hogwarts Legacy, coole Coop-Action in Hyrule Warriors und vielleicht eine Runde Fortnite oder Mario Kart im Handheld-Modus auf dem Sofa. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!